Okay. Oben geblieben ist noch keiner. Huch. Haus. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Aber bevor ich da rausgehe, ich würde echt gern die Treppe da rechts noch hochgehen. Natürlich. So, also verwendet die Source Engine für seine Spiele. Huch. Komme ich da? Schade. Okay, lange Korridore. Ich kann es runterfallen, okay. Warte mal, hieß das nicht sogar so? Keiner bleibt lange oben? Hui, ehrlich gesagt würde ich aber gerne nochmal nach oben. Geht's hier weiter runter? Da. Hier ist eine unsichtbare Wand. Man sieht sie sogar richtig. Sogar als Glas wahrscheinlich einfach bloß, aber... Huch. Okay. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Ist da eigentlich was? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, es gibt allgemein an sich wahrscheinlich recht wenig zu entdecken. Ein Geräusch. Piep. Ist ganz leise. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt hört. Oh. So. Nur so ein leichtes Piepen. Okay, eigentlich. Oh. Okay, dann halt Dollar. Da war gerade ein... Okay. Da ist gerade ganz kurz was geladen. Huch. Oh Gott. Ach shit, ich hätte testen sollen, ob ich da rauskomme. Ach nein, das sind unsichtbare Wände. Ich kann nur in eine Richtung. Hä? This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Wow. Okay. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. War irgendwie klar. Aber krass, dass man in der Originalversion ja eigentlich in dieses Gefängnis geführt wird. Man wird ja reingeführt. Und am Ende hockt man da drin und hätte eine Stunde warten müssen, um wieder rauszukommen. Wer zur Hölle macht sowas?
interessanter Kopf, sehr innovativ, möchte ich meinen. So, jetzt sind wir wieder zu so einer Treppe. Wir landen jetzt draußen. Okay. Aber immer diese 3 Punkte. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen. Was das bedeutet, das ist sozusagen sein Markenzeichen. Das ist die Tür. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. Na gut. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Okay. Warte, bevor ich da rausgehe, möchte ich eigentlich rausschauen. Hütte! Okay. Na gut, Moment. So. Hören. Was hören? Hey du, kommst von oben? Was ist da oben? Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Okay. Hey du, kommst du von oben? Was ist da oben? Ja, da gab es eine Welt, die ganz weiß war. Ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem ich stundenlang festgehalten wurde. Ja, da schwebt diese farbigen Klötze herum. Achso, jetzt hören Sie zu. Und vorhin hat der in der Mitte gesprochen, deswegen stand da Sprechen. Sagen wir mal die 2. Ja, da war ein riesiges Gefängnis. Das ist die Welt oben. Du warst wirklich dort, sagt der Mittlere. Jetzt etwas Wichtiges. Musstest du ein Rätsel mit 2 Türen und Schaltern lösen? Ja, das war das allerletzte, was ich getan habe, bevor ich hierher kam. Nein, an ein Rätsel erinnere ich mich nicht. Darüber möchte ich nicht mit dir reden, schließlich kennen wir uns noch gar nicht. Ich bleib mal ehrlich, ja. Perfekt, jetzt sag uns bitte, wie du es gelöst hast. Verrat uns die Lösung, sag uns, wie man auf die andere Seite kommt. Ich weiß es nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. 2. Ich habe es nicht gelöst. Jemand anderes hat mich durchgelassen. 3. Glaub mir, da hinüber möchtest du nicht gehen. Das ist eigentlich alles nicht so wirklich die Wahrheit. Aber du möchtest... Sagen wir mal 3. Widersprechen. Oh nein, aber das ist wichtig. Wir müssen dorthin kommen. Verstehst du nicht? Das ist das Wichtigste auf der Welt. Wir müssen aus diesem Gefängnis entkommen. Es muss ein Ende geben. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche. Okay, mehr kann ich hier nicht machen. Hierauf komme ich wahrscheinlich nicht. Na gut. Auf Wiedersehen. Okay. Oh, neuer Raum. Hören. Ja, hören und sagen, würde ich sagen. Hallo, wie bist du hierher gekommen? Musstest du dazu ein Rätsel lösen? Ja, möchtest du die Lösung wissen? Sehr aggressiv. Ey, jetzt hocken sie anders. Vorhin waren sie, glaube ich, vorne gebeugt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und jetzt mit verschränkten Armen, beziehungsweise eher ziemlich lässig da in der Mitte. Wie bist du gekommen? Ja? Oh mal ja. Nein, wir finden den schwarzen Bereich zwischen den Türen hier viel interessanter. Hast du ihn schon gesehen? Den schwarzen Bereich zwischen den Türen... Achso, ja. Warum sollte ich mich der Bereich zwischen den Türen interessieren? Ich habe mich da eigentlich gar nicht umgeschaut. Ich war eigentlich am Überlegen, ob ich da mal lang gehe. Jetzt, wo du sagst, fällt mir ein, dass es irgendwie komisch war, als ich da durchkam. Ich erinnere mich nicht an den Bereich 2. Weil das ist das, was ich eigentlich auch gerade denke. Denke nicht zu lange darüber nach. Na gut, dann halt nicht. Du wirst es bald sehen. Okay. Jetzt ist der Schrank wieder weg und ich kann hier durch. Na gut. Boah, irgendwie ist es schon ein bisschen... Cloud schon wieder. Ich werde nochmal ein bisschen leiser machen, nicht viel. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Okay.
Langer Gang. Wir sind draußen. Und jetzt ist auf einmal eine Tür da. Nee, oder eine Wand. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Okay. Das Licht am Ende. April 2009. Dieses Spiel ist mit dem Internet verbunden. Oh nein, beim Rumlaufen kannst du Notizen hinterlassen. Alle Notizen, die du siehst, werden von anderen Spielern hinterlassen. Man kann Notizen hinterlassen? Ist jetzt ernst gemeint? Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das? Netter Raum. Von wegen. Jetzt ernsthaft? Wie kann ich Notizen hinterlassen? Ist das jetzt ernst gemeint? So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're going to see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Okay. Könnt ihr mich hören? Interessant. Hallo. Plausibel. Okay. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Das ist aber schon interessant. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. In der Welt vom Lesen kommt ein Mann, der sie alle liest, diesen Sommer. Das Glauben, blaue Sprechblasen könnten sprechen. Hier gibt es viel zu viele Mitteilungen. Oh ja. Warum? Hoppla. Hier kann ich ja was eingeben. Der Typ da drüben kann nicht schreiben. Wow. Alles andere als dieses Spiel wäre jetzt mehr Spaß. Okay, ich nehme mal an, ich werde nach unten. Oh, ich kann diesmal nicht springen. Runterspringen. Wir haben fast keinen Platz mehr. Bald werden wir hier stecken. Alles fit, Kumpel? Ich kann sowieso nicht die anderen durchlesen. Außer ich komme jetzt dann da noch dahin. Was zum Teufel ist das hier? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Langweilig. Krass, wie viel Mühe er sich gegeben hat, seine Gedanken, im Prinzip seine Gedanken aufzuschreiben, oder?
Oder sich dazu was auszudenken, was man hier schreiben könnte. Ich kann mit absoluter Sicherheit garantieren, dass es hier in diesem Mod irgendwo eine Eichel gibt und die Leute danach suchen. Wow. Hey, Leute, wer hat Lust zum Quatschen? Ja, zeigt wirklich von Einsamkeit. Verweigere mich zu glauben. Hintern Popo-Arsch. Sehr schön. Ich muss aufs Klo. Mensch. Bitte erkenn mich doch. Hier gibt es nichts. Verschwinde. Gut, ich gehe weiter. Ignoriere das einfach. Gut, ich gehe weiter. Kostenloses T-Shirt. Yay! Muss hier raus. Warum? Tür zu. Macht ein Spiel mit einer Tür. Tür lässt sich nicht öffnen. Danke auch. Sesam, öffne dich. Ah. Schade. Wie geht die Tür auf? Wahrscheinlich gar nicht. So wie vieles hier. Irgendwann werde ich die Person, die das fabriziert hat, kennenlernen. Vielleicht. Ich helfe anderen, weil ich mich da doch gut fühle. Ach du heilige Scheiße. Will ich das wirklich alles lesen? Neuer Raum. Yay. Willst du das läuten? Das treibt dich an, stimmt's? Ich will begehrt werden. Hier ist es nicht sehr voll. Ich habe Angst, was zu schreiben, will nicht, dass mich andere bewerten. Vielleicht hat er deswegen seine Spiele nicht so wirklich veröffentlicht? Ein Spiel, bei dem man Notizen hinterlässt und jeder zum Poeten wird. Alter, lass gut sein. Kannst hier reingehen, glaube ich. Willkommen und herzlichen Glückwunsch. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich muss hier raus. Was nicht, Mann? Was? Hier muss ich raus, setzt er. Ich habe hier nichts geschrieben. Ja, ja. Ich bin überzeugt. Stopp, zurück. Wer weitergeht, wird elend... Was? Wird elend enden. Hä? Gib mir die Hand, wir springen gemeinsam. Ich bin zu vielen Orten... Ach so, weil das ausschaut, als ob man rüber könnte. Es sind zwar so viele Punkte, aber ich glaube, zu den meisten kommt man gar nicht. Blumenkohl prägt unsere Nation. Na gut. Was ist das für ein Bild? Das habe ich auch schon gefragt. Das sind doch eigentlich nur Punkte in verschiedenen Farben und Größen random angeordnet. Oder? Jetzt wollte ich gerade zoomen. Wohin du kommst, spielt keine Rolle. Sprichst du nicht mit mir? Gut, dann halt nicht. Tut mir leid. Sehr gutes Spiel. Sehr interessant, das Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, das führt zu nichts. Das kann auch sein, dass das nicht bringt, alles zu lesen. Nächstes Mal mache ich es besser. Ich brauche jemanden zum Reden. Das soll eine Notiz sein? Anscheinend. Ignoriere die anderen Zettel. Ach, man kommt doch dahin. Ich bin in Gefahr. Tut mir leid, wenn ich hier gerade alle lese, aber irgendwie bin ich neugierig, was so alles drin steht. Heute habe ich gelernt, dass man nicht fallen kann. Stimmt, man kommt nicht runter. Ethisch. Gut gemacht, ihr alle. Gemälde. Was heißt das wohl? Das kann man uns eigentlich gleich nochmal genauer anschauen. Ich glaube, es hat eine braune oder schwarze Grundierung. Tu nicht so, als ob. Und der Rest wird eigentlich mit Farbe drüber gekleckst. Kunst. Leute, was geht? Leute, was geht? Alles cool. Hilfe. Ich versuche zu sprechen. Ich glaube, es geht darum, wie aus der Nähe alles nach Chaos aussieht und aus der Ferne perfekt. Gut, aus der Ferne hat man auch schon erkannt, dass die Leute chaotische Punkte sind. Von hier oben sieht man nur kleine Punkte. Ja. Blumenkohl bringt uns schon wieder. Sind die Texte ausgegangen? Wann sterben wir alle? Wer seid ihr alle? Da ist jemand runtergelaufen und jetzt kommt er nicht mehr zurück. No. Was? Teufelturm Stern. Gut. Was für ein Möchtegern-Spiel. Ihr seid ja so bescheiden. Hör auf, so zu tun, als wäre es jemand anderes. Spoiler Alert, das heißt alles nichts. Nein, verdammt, ich wurde gespoilert. Teufeltipp schon wieder?
Er war er selbst, das schrecklichste Wesen, das man sich vorstellen kann. Irgendwann fühle ich mich vielleicht mal echt. So, hier bin ich. Ja, das sind wir alle. Es muss aber einen Grund geben. Für die ganzen Notizen, oder? Sein schreckliches Geheimnis hat er gut gehütet. Ich habe das Spiel geschafft. Wer weiß. Mehr Räume? At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Das könnte wirklich sein. Wäre toll, wenn auch in der echten Welt solche Notizen gäbe, die andere lesen können. Halt eins mit den Normen Unsinn. Stimmen. Nach unten, immer weiter In graben. each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Gibt es hierfür auch eine Lösung? Oh mein Gott, ich bin schon eine Stunde hier. What the fuck, was jetzt? Hilfe! Hilfe! Das ist doch Quatsch, die zweite Tür geht nicht auf. Verdammt, wie löst man sowas? Programmierer, antworte endlich. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Okay, ist eine Wand. Jetzt will ich mal schauen, was hier noch so drin ist. Aber eigentlich ist es nur ein dunkler Raum mit eigentlich einer Lampe. Bisschen schwarzen Nebel. Okay, und in dem Fall halt Notizen. Die Idee ist interessant. Hinter sich den Abschnitt zurücklassen, dicht machen und gehen. Schaffe ich es eigentlich? Schaffe ich sogar. Komplett dicht zu machen. Was zur Hölle? Hilfe! Wie schreibt man die Notizen? Jetzt haben wir eine Schreibmaschine. Ganz viele Schreibmaschinen. Oh, wir sind am Ende. Das ist die Laterne. Bist du da? Bitte sag mir das irgendwas. Ich muss nur irgendwas von dir hören. Sprich mit mir bitte. Mir fällt es so schwer zu sprechen. Sprich, 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 sprich.